Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe euch ja letztes Mal bereits schon gesagt, es dauert eventuell gar nicht mehr so lang, bis der nächste kommt. Und ja, es ist tatsächlich soweit. Die nächste Reise geht wieder los. Ich glaube, 2025 wird generell ein relativ reisestarkes Jahr, muss ich sagen. Genau, ihr seht schon im Titel, ich werde jetzt nicht um den heißen Brei reden. Ich werde nach Norwegen fliegen, und zwar für eine Woche. Freue mich sehr drauf, muss ich sagen. Ich war weder bisher in Norwegen, noch war ich generell in Skandinavien. Also umso mehr, glaube ich, wird es dann noch geiler für mich. Alleine mache ich das auch nicht. Ich werde dort mit einem Kumpel aus der Studienzeit von Heilbronn werde ich da reisen. Der wohnt außerhalb von München und der hat entschieden, dort Nachtzug aus Deutschland zu fahren. Was ich auch ehrlich gesagt als relativ coole Erfahrung vorstellen könnte. Einfach mal von Deutschland bis nach Norwegen mit Nachtzug zu fahren. Aber wie es scheint, gibt es schon am ersten Schnitt bei der Deutschen Bahn Probleme, zur Überraschung von einfach keine Sau. Und deshalb mal gucken, heute könnte noch so ein kleiner Solo-Tag werden. Aber genau, ich bin jetzt am Flughafen und genau, habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde, glaube ich, noch bis Boarding. Genau, und dann geht es los. Freue mich sehr drauf. Lass die Reise beginnen. To Norway. Ja, ich bin angekommen. Ich bin übrigens in Oslo. Ich glaube, das habe ich gar nicht vorhin gesagt. Ich habe nur gesagt Norwegen, aber ja, der Flug ging nach Oslo und da verbringen wir auch die nächsten Tage. Wie genau die Reise abläuft, das sage ich euch später was dazu, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, eigentlich relativ guten Flug hinter mir. Ich bin zwar mit Lufthansa Flugnummer geflogen, aber der tatsächliche Gesellschaft war die Air Baltic. Ich bin noch nie mit denen geflogen, aber das war echt cool. Also eigentlich topmoderne Flugzeuge, echt nette Kabinencrew und das ist immer das Beste für jemand, der so groß ist wie ich. Mega viel Fußraum hatte ich auch. Also für so einen kleineren Flieger war das schon echt in Ordnung jetzt. Also war ganz in Ordnung. Und ja, jetzt laufe ich gerade durch den Flughafen durch. Ich glaube, wir sind wirklich an einem Gate, der ganz am Ende vom Flughafen ist. Und hol mein Gepäck und dann schauen wir mal, wie wir in die Stadt kommen, weil ich glaube, der Flughafen ist doch eine kleine Strecke von der Innenstadt. Guck mal. So, jetzt habe ich auch mein Gepäck. Der ist da. Es hat ein bisschen gedauert. Ich hatte kurz ein bisschen Angst, dass es nicht ankommt. Das war in der letzten. Aber ja, Gepäck ist da. Ich sitze jetzt einfach am Flughafen und trinke jetzt mein Cappuccino für geschmeidige 6 Euro. Diese Reise wird kein billige sein. Norwegen ist ja relativ bekannt, ein bisschen teurer in vielen Sachen zu sein. Wobei 6 Euro, es ist ja ein echt großer Cappuccino eigentlich, ne? Ja, wobei vielleicht 6 Euro im Flughafen geht sogar noch vielleicht. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu streng. Genau, jetzt nehme ich euch mal die Zeit, ein bisschen zu erzählen, was jetzt ansteht in dieser Reise, was wir jetzt hier machen werden, worum es geht, ja, einfach ein paar mehr Details. Genau, habe es vorhin gesagt, ich bin ja jetzt in Oslo und ich und der Martin, also mein Kumpel aus Heilbronn, sobald er ankommt, werden dann 4 Tage insgesamt in Oslo verbringen. Genau, gucken uns die Stadt einfach ein bisschen an. Also das wird schon so ein bisschen eher eine Art Städtereise. Ich werde auch zudem ein paar Tage Mobile Work machen. Mein Arbeitgeber bietet das ja an und bisher habe ich noch nie Mobile Work gemacht. Das bedeutet ja quasi im Ausland arbeiten zu können, also im Ausland Homeoffice machen zu können. Und ich dachte mir, das war eine gute Gelegenheit, das mal einfach auszuprobieren. Und wenn es mir dann doch ganz gut gefällt, dann können wir das mal in Zukunft auch noch mal irgendwo anders mal machen. Deswegen, da gucken wir jetzt mal. Genau, und dann ist es so, dass wir am Mittwoch den Zug nehmen werden und hoch nach Bergen fahren. Auch eine relativ große Stadt in Norwegen, also für, sage ich mal so, die Verhältnisse hier. Und dann verbringen wir 2 Tage in Bergen, an der Westküste wäre das dann quasi, ein bisschen nördlicher noch.
Genau, und danach geht's nach Hause wieder. Ich fliege nach Hause wahrscheinlich wieder nach Standby, deswegen eventuell mache ich einen Stopp woanders auf dem Weg, aber das schauen wir dann alles, bin ich noch nicht so ganz sicher. Genau, deswegen, das wird eher eine Art Städtereise. Ich glaube, das wird aber auch wieder ganz cool. Natürlich, Norwegen, muss man sagen, ich finde es auch ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht wirklich in die Natur rauskommen, weil dafür ist Norwegen auch echt bekannt mit seinen Fjorden, mit seinen Bergen. Bietet, glaube ich, echt viel an, aber das gleiche Problem wie immer. Man hat ja nicht unbegrenzt Zeit und wir haben dann nur eine Woche. Und da halt Oslo und Bergen, glaube ich, doch echt coole und interessante Städte sind, haben wir uns halt da entschieden. Ich glaube, das wird auch richtig cool. Zumindest bei der Zugfahrt werden wir dann ein bisschen was von der Natur mitbekommen. Und ich sag mal so, das ist eine gute Ausrede, dann wieder nochmal hierher zu kommen, wenn man dann halt die Fjorden oder sowas mal genauer angucken will. Deswegen gucken wir mal. Ja, genau. Jetzt entspanne ich mich erstmal, ich trinke nochmal meinen Kaffee und dann gucke ich, wie ich in der Innenstadt komme. Ich habe bisher, das ist selten, dass ich so drauf bin, aber ich habe bisher noch wirklich überhaupt nicht geguckt, wie ich jetzt da reinkomme. Deswegen, da kümmern wir uns mal drum und dann, würde ich sagen, kann es wirklich losgehen. Erfolgreich in Oslo Innenstadt angekommen. Ja, ich habe eine Bahnverbindung gefunden. Das wäre ein bisschen wild. Es gibt so einen Flughafen-Express, der hat so 20 € gekostet. Hatte ich den schon fast gebucht und dann habe ich gesehen, die normalen Züge fahren auch. Das dauert halt 10 Minuten mehr und kostet die Hälfte. Ist nur ein Zehner. Habe ich zum Glück noch gesehen. Und dann bin ich mit den normalen Bahn hier gefahren. Ja, das ging eigentlich. Es war eine halbe Stunde am Ende. Also die Bahn war relativ schnell. Und ja, jetzt bin ich in der Oslo Innenstadt. Eine Sache ist mir schon direkt aufgefallen. Ich bin ja jetzt hier im Hauptbahnhof gerade angekommen. Das ist auch direkt über meine Schulter hier. Also ich bin wirklich noch direkt davor. Auf die andere Seite ist hier der Hafen. Heißt, der Hauptbahnhof ist wirklich direkt neben dem Wasser. Und eine Sache ist mir aufgefallen, das ist, glaube ich, der sauberste Hauptbahnhof, wo ich in meinem Leben war. Das war schon mal direkt bemerkbar. Das war sogar fast, ich würde sogar fast so weit gehen sagen, das war ein relativ schönes Gebäude. Schön modern und schön sauber. Ja, genau. Und mein Kumpel, der hat, bei ihm ist tatsächlich, der hat viel Zeit aufgeholt. Irgendwie in Schweden hatte dann den Zug früher erwischen können. Das heißt, der ist auch schon eine halbe Stunde da. Deswegen warte ich auch hier noch auf ihn, bis er kommt. Und genau, und dann gucken wir wahrscheinlich, also wir haben ja noch ein Apartment, das wir gebucht haben, da gucken wir wahrscheinlich hin und dann schauen wir die Stadt ein bisschen an. Aber erster Eindruck ist schon mal echt cool. Genau, und jetzt, ich finde es aber cool, dass du aus dem Hauptbahnhof gehen kannst und direkt neben dem Wasser bist. Das hast du auch nicht aller Tage. Das hier ist übrigens der Oslo Opera House. Das ist ein bisschen geklaut ist von Sydney gefühlt, weil es ist auch sehr zentral und direkt am Hafen. Aber die sieht ganz cool aus. Du kannst da vorne, diesen Steg da, kann man da hochlaufen. Und dann ganz da gibt es so eine Aussichtsplattform. Da bin ich noch nicht hochgegangen, weil ich habe ja noch meinen Koffer hier. Aber sobald mein Kumpel da ist, kann ich schon vorstellen, dass wir mal da hochschauen. Genau, da vorne saß ich eben da hinter der Brücke und da ist direkt der Hauptbahnhof hinter den Bäumen. Und viel mehr von Oslo habe ich ja bisher noch gar nicht gesehen in der ersten halben Stunde.
So, Oslo, Tag 1 ist durch. Ich möchte mir jetzt kurz anmerken, man sieht es vielleicht nicht, es ist gerade 21:50 Uhr. Ihr seht es ja selber im Hintergrund, wie hell es gerade ist. Sonnenuntergang hier 10:41 Uhr. Ja, Norwegen ist doch relativ weit im Norden, wie wir jetzt hier feststellen. Aber so nördlich war ich auch noch niemanden. Nee, war insgesamt eigentlich ein relativ erfolgreicher Anfang. War ein bisschen so ein Admin-Tag auch zwischendurch, weil wir mussten halt einkaufen gehen. Erstmal satte 100 Euro ausgegeben, aber Norwegen ist halt auch sehr teuer, obwohl wir nur zu zweit sind. Aber ja, wir haben jetzt auch dann gegessen und dann haben wir so einen abendlichen Spaziergang gemacht. Einfach jetzt ehrlich gesagt ohne wirklichen Plan, sondern sind ein bisschen rumgelaufen. Haben den Königshaus gesehen. Wir haben jetzt zufällig entdeckt, dass unsere Unterkunft sehr, sehr nah zum Königshaus ist. Da sind wir jetzt so ein bisschen um den Park rumgelaufen. Bisschen in die Innenstadt rein. Sind dann auch auf die Opernhaus gegangen, was ich jetzt vorhin angemerkt habe. Da sind wir jetzt auch hochgegangen. Und dann sind wir jetzt ganz zufällig. Hier findet auch ein, ja würde ich schon sagen, relativ großen Konzertfestival, wie auch immer am Rathausplatz statt. Und dann sind wir auch ein bisschen kurz vorbeigegangen. Waren ja 4 norwegische Acts, die ich nicht kenne. Benjamin Ingrosso war der Headliner, den kenne ich zumindest schon. Aber wir haben jetzt auch gerade so einen R&B-Künstler gehört. Und der war eigentlich auch ganz cool. Deswegen, das war jetzt eigentlich ganz nett zum Abschluss. Aber ja, das Ding ist, also ich bin zumindest schon seit 5 Uhr wach. Und auch wenn es noch hell ist, mir kommt es falsch vor, aber ich bin gerade echt müde. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir zurück. Und wir hören uns wieder morgen, wenn wir wahrscheinlich dann noch mehr von Oslo sehen werden. So, unser erster Stopp auf den Fährentrip ist Insel, der sich Hovedøya, glaube ich, nennt. Entschuldige, wenn ich das falsch ausspreche, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Ist tatsächlich immer noch sehr, sehr nah zu Oslo. Also wir sind jetzt nicht weit gefahren, das war maximal 5 Minuten. Und ja, ist halt nicht wenig zivilisiert, ist einfach nur eine sehr grüne Insel. Wir kamen jetzt gerade von einem Kloster her, der jetzt aber auch im Mittelalter zerstört worden ist. Und ja, gucken uns mal ein bisschen rum. Gibt so ein paar kleine andere Sehenswürdigkeiten. Hier ist aber nicht die größte Insel, deswegen genau verbringen wir ein bisschen Zeit hier und dann geht es wahrscheinlich zur nächsten danach. So, wir sind auf unserer nächsten Insel Gressholmen angekommen. War auch eine relativ kurze Fahrt von der Insel, wo wir davor waren. Leider sind wir jetzt bisher noch nicht so weit gekommen. Das hören wir wahrscheinlich schon im Hintergrund. Es schüttet wie Sau gerade. Wir hatten, also kurz vorm Hafen war so ein kleiner Café und da haben wir jetzt auch relativ viel gut gegessen. Wir saßen übrigens vorhin auch... Moment, so, jetzt der mit der Hand da hinten. War noch angenehm, dass es nicht geregnet hat und dann waren wir gerade fertig geworden und dann hat es mit dem Regenschauer angefangen. Deswegen gucken wir mal, wie viel wir hier noch sehen. Es wird langsam zumindest ein bisschen heller und dann, ja, höchstwahrscheinlich fahren wir dann wieder ans Festland zurück danach. So, wir sind jetzt durch den gesamten Gebüsch hierher gelaufen, zu diesem Gebäude.
Wir sind aber nicht wirklich schlau, was das ist. Es sieht ein bisschen wie eine Kapelle aus, die dann vom Steg ist. Könnte allerdings auch ein Leuchtturm sein, das steht nämlich auch in der Beschreibung. Oder also wenn man dieses Haus von Norwegisch auf Englisch übersetzt, dann könnte es auch eine Feuerwehrstation sein. 3 komplett andere Sachen. Aber wir sagen, gucken wir mal schnell hier auf die andere Richtung. Man das sieht. Kleinen Weg hier und dann geht's hier rum. Na, das ist der Martin, aber sonst bin ich nicht schlau geworden, muss ich sagen. So, wir haben gerade endgültig herausgefunden, das ist ein Leuchtturm. Das sieht wie eine Kapelle aus, steht in Google als Feuerwehrstation drin, aber ja, wir haben gerade oben die große Lampe gesehen. Ist ein guter Indikator dafür, dass es tatsächlich ein Leuchtturm ist. Jetzt sind wir damit schlau. Wir waren jetzt gerade richtig gut norwegisch essen, haben da ein schönes Lokal in der Stadt gefunden, bis auf die Preise, was ist halt, ich glaube 70 € für 2 Personen, das ist schon wieder, aber das ist halt normal hier, da muss man sich einfach ein bisschen dran gewöhnen. Wir gehen jetzt auch wahrscheinlich erstmal nur heute essen, dann länger jetzt nicht mehr. Aber wir haben richtig gut gegessen. Und ja, da es ewig dauert, bis es dunkel wird, haben wir entschieden, dass wir noch zumindest für den Abend eine Sache noch machen. Und wir sind nämlich zum Ekeberg-Parken gekommen, heißt es. Das ist so ein Park, der ist ein bisschen höher auf die östliche Seite von Oslo. Da waren wir jetzt bisher noch nicht so. Und genau, wir schauen uns hier mal rum. Ich denke mal, es wird ein paar coole Aussichtsspots geben. Und ein bisschen besser wandern kann man hier bestimmt auch. So, um euch mal ein bisschen eine Übersicht zu geben, wo wir heute überall waren, zeige ich mal das von diesem genialen Aussichtspunkt. Da hinten ist nämlich ganz Oslo. Das kann man hier auch richtig schön sehen. Da vorne ist das Zentrum. Dann haben wir, hier vorne ist dann, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die erste Insel hieß, aber da waren wir auf jeden Fall als erstes dann. Man sieht deswegen, das ist wirklich überhaupt nicht weit weg vom Festland, war eine ganz kurze Bootsfahrt. Und dann die Insel hierher, das Liam der Schneidet euch jetzt zeigen wird, da waren wir vorhin auch. Man kann von hier aus die Kapelle sehen, wahrscheinlich jetzt in der Kamera schwieriger. Aber genau, also wir haben jetzt doch relativ viel geschafft von den Inseln heute. Und genau, jetzt verbringen wir diesen Abend hier oben beim Ekeberg-Park. So, wir sind jetzt im Park weitergelaufen zum weiteren Aussichtspunkt und hier hat man einen richtig schönen Überblick über Oslo. Da hinten sind die Inseln, die kann man jetzt aber gerade nicht sehen. Und ich dachte, ich zeige euch mal kurz zumindest ein paar markante Gebäude hier. Ich zeige jetzt mal nicht drauf, aber der Liam, der das alles nachschneidet, der macht ein paar Kreise drauf. Also als erstes, das was jetzt ein bisschen links hier steht, das ist das Rathaus. Das ist echt ein relativ markantes Gebäude. Es sticht auch sehr raus, auch wenn man halt dort drunter ist. Dann ein bisschen weiter hinter da rechts ist der Königshaus, wo wir auch gestern waren. Der ist dann auch relativ hoch an dem Berg. Da gibt es halt eine Straße, die dahin führt. Das heißt, der ist auch wirklich überhaupt nichts zu übersehen, vor allem wenn man diese Straße läuft. Und da vorne, das noch ein bisschen näher zu uns ist, neben dem Riesenrad oder das Oslo Eye, also ich weiß nicht, ob das so heißt, aber das gehe ich mal von aus, dass das so heißen könnte, ist das Munch-Museum. Und direkt dahinter ist der Opernhaus, aber das sieht man hier gerade nicht. Aber ja, genau, um mal einfach ein paar Orte mal hier zu sagen.
Also, ich habe mich kurz knapp. Ekeberg Parken, großer Daumen nach oben. Hat mir echt sehr gefallen. Ist ein wirklich schöner Park zum Durchlaufen. Du hast an vielen Stellen richtig schöne Aussichten über Oslo und die daneben liegenden Inseln. Und zwischendurch waren auch ein paar interessante Skulpturen dabei. Mein absoluter Highlight war auf jeden Fall die Nordic Pixel Lights hießen die, diese Laternen, die mitten im Wald waren, oder die Beleuchtung mitten im Wald war. Das war echt ganz cool, da drin zu sein. Also ja, auf jeden Fall, es ist jetzt 21:15 Uhr, das heißt in circa 2 Stunden wird es dunkel. Aber wir fahren jetzt wieder nach Hause. Wir haben ja viel gemacht heute und ja, dementsprechend melde ich mich ab für heute und dann hören wir uns wieder morgen, wenn ich höchstwahrscheinlich im Mobile Work bin. We'll be right back.